Meine erste Reise nach Japan erfolgte im Jahr 1972. Es war damals rein geschäftlich und nach dieser Zeit war ich oft in Japan, habe Land, Leute, auch Verhaltensweisen kennengelernt und im Laufe der Jahre viele Freunde gewonnen. Unter anderem hier auch, wie Sie wissen, Fumihiko Maki, der derzeit unser Museum hier baut. Meine Frau ist hier mit eingebunden, sie war oft mit mir in Japan und wir lieben das Land, wir lieben die Leute. Und wenn wir in Tokio heute ankommen, fühlen wir uns wie zu Hause. Mein Lieblingswerk stammt gleichzeitig von meiner Lieblingskünstlerin Toko Shinoda. Und das Werk ist 1964 entstanden und heißt Unseen Forms. Es ist ein relativ großes Werk. Toko Shinoda hat mir dann auch berichtet, dass sie diese großen Werke, wie wir es in unserer Sammlung haben, nicht mehr anfertigt, weil sie damit große Probleme hat. Und wir hatten das Glück, dass es eines der letzten ist, was sie gemacht hat. Toko Shinoda ist 1913 in der Mandschurei, also im heutigen China, geboren worden und ist aber dann sehr schnell, nämlich ein Jahr später schon, mit ihrer japanischen Familie auch wieder zurück nach Japan gegangen und stand dann eigentlich auch sehr stark unter dem Einfluss ihres Vaters, der liebte nämlich die Kalligraphie und somit hat sie schon sehr früh auch selbst mit der Kalligraphie und der Kunst des schönen Schreibens beschäftigt. Und von Anfang an hat man aber schon so das Gefühl, dass sie immer wieder auch versucht, die Wege der traditionellen Kalligraphie zu verlassen, neue Dinge auszuprobieren, eigene Regeln zu setzen. Und das wurde nochmal befeuert, als sie dann 1956 sich entschloss, nach New York zu reisen. In dieser Zeit knüpfte sie auch viele Kontakte, zum Beispiel zu dem Maler Robert Motherwell oder auch zu Jackson Pollock. Und mit all diesen Eindrücken aus der New Yorker Szene ist sie dann wieder nach Japan zurückgekehrt. Und das hat im Endeffekt dann auch ihre eigene Malerei beeinflusst und sie zu stärkeren, abstrakten, ausdrucksstarken Formsetzungen bewegt. Die Balance, und die meint zum einen natürlich die Balance zwischen Tokio und New York und zum anderen aber auch die innerbildliche Balance, die sie zwangsläufig zwischen dem Schwarz-Weiß hat, also die schwarze Tusche und in dem Fall das Silberpapier. Hier hat sie zunächst auf diesem Querformat 4 Papierbahnen senkrecht aufmontiert. Und darauf sind eben 12 auf 12 cm große Silberpapiere aufkaschiert. Und das ist sozusagen der Bildträger für ihre Tuschemalerei, die jetzt hier schon sehr weit entfernt ist eigentlich von der Kalligraphie und wirklich in einer sehr starken, balancierten Bewegung über das ganze Bild geht. Und Sie sehen, jede Linie ist sozusagen mit Bedacht gesetzt.